Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Sonderedition des YouTube Predator Cup, die viele von euch schon sehnsüchtig erwartet haben. Herzlich willkommen zu unserem Fanturnier, dem YPC Fans. Tausende Angler haben sich beworben, um an der Seite ihres YPC-Lieblingsanglers um ein Finval Rangy im Wert von rund 43.000 € zu fischen und diese glücklichen 4 wurden von der Losfee ermittelt. Tim Hübner aus dem sächsischen Petersroda fischt an der Seite von Herbert Ziereis. Der 34-jährige Papiermacher angelt an seinem Heimatgewässer hauptsächlich auf Zander und Wels. Andreas Ruoff aus dem baden-württembergischen Balingen ist als Vertriebsleiter tätig und angelt bereits seit über 20 Jahren auf Raubfisch. Meistens hat er es dabei auf Hechte im Bodensee abgesehen. Als Teampartner hat er sich Enrico Di Ventura ausgesucht. Aus dem schönen Westerwald kommt der 33-jährige Vitali Kluth. Seit 2011 ist er dem Raubfischangeln verfallen und ist übrigens der einzige Teilnehmer mit Angelerfahrung in den Niederlanden, wo das Miniturnier ausgetragen wird. Sein Partner ist der frisch gebackene YPC Boat-Gewinner Dustin Schöne. Die Losfee muss einen Sinn für geografische Gerechtigkeit gehabt haben, denn nachdem wir euch einen Ost-, einen West- und einen süddeutschen Angler vorgestellt haben, kommt der Teamkollege von Marc Pachowski tatsächlich aus Norddeutschland. Der Hamburger Jannik Senkel fischt erst seit 5 Jahren, jedoch ist er mindestens 3 Tage in der Woche am Wasser, um auf Hecht, Barsch oder Zander zu angeln. Die Regeln sind dieselben wie in der Gruppenphase des YPC Uferturniers. Es können je ein Hecht, ein Barsch und ein Zander mit den bekannten Faktoren von 1, 2 und 1,3 eingebracht werden. Dazu kommen 3 Bonusfische, die man für eine Fullcard benötigt. Da das Turnier im Winter stattfand, wurde auf Topwater-Punkte verzichtet. Die Teams haben 2 mal 8 Stunden Angelzeit. Heute zeigen wir euch den ersten und am kommenden Sonntag dann den entscheidenden zweiten Angeltag. Wie beim YPC in der Gruppenphase üblich, wird in Zonen gefischt. Enrico, Andreas, Dustin und Vitali starten in Zone West, Marc, Jannik, Herbert und Tim in Zone Ost. Am Folgetag wird gewechselt. Bevor es losgeht, zeigen wir euch noch einmal den fantastischen Hauptpreis. Das Finval 510 Rangy SC lässt für Wettkampfangler und ambitionierte Hobbyangler keine Wünsche offen. Das über 5 Meter lange Aluminiumboot mit Konsolensteuerung, verlängertem Castingdeck, Cabrio-Verdeck sowie abschließbaren Ruten und Staufächern überzeugt selbst bei Windstärke 5 noch mit herausragenden Fahreigenschaften. Der Mercury F60 Verbrennungsmotor bringt das Rangy selbst bei einer 4-Personen-Besetzung noch auf 60 km/h Spitzengeschwindigkeit und auch die Elektronik kann sich wirklich sehen lassen. Ein Minn Kota Riptide Terrora 55 BT iPilot als Bugmotor sowie ein stufenloser Riptide 55 als zusätzlicher Heckmotor manövrieren den Angler punktgenau zum Fisch. Zum Finden dieser Fische dient ein Humminbird Helix 10 Chirp Mega SI Plus. Komplettiert wird das Gesamtpaket mit einem pulverbeschichteten Pega Finval V-Liner mit 6 Metern Rahmenlänge und kommt damit auf einen sagenhaften Gesamtwert von 42.700 €. Genug geredet, lasst die Spiele beginnen. Nervös? Schwer. Herzlich willkommen zum YPC Fan-Turnier. Ich stehe hier mit dem Jannik aus dem hohen Norden. Unser Plan ist jetzt erstmal Hechte fangen. Jannik war, glaube ich, auch noch nie poldern, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, es wird seine Premiere. Wir hoffen jetzt, dass wir relativ schnell irgendwie an Hecht kommen. Dann werden wir Zanderangeln fahren und dann investieren wir einige Stunden auf Barsch. Der Barsch ist der schwierigste Fisch, denke ich, aber auch alles andere ist nicht so einfach. Lasst uns nicht lange schnacken. Hier oben im Norden sagen, lasst uns angeln gehen. Lass uns loslegen, ja. Let's go! Herzlich willkommen von Andreas und mir. Andreas, aufgeregt? Die Entspannung steigt, ja.
Ja, die Anspannung steigt. Ich habe schon fast verstanden, die Entspannung steigt, aber das ist nicht der Fall. Eben diese Aufregung sorgt natürlich auch für einen gewissen Fokus, den wir jetzt auf jeden Fall haben. Jetzt ist der Tunnel da, wie man bei Herbert Ziereis sagen würde. Und jetzt wird geangelt, hardcore geangelt. Wir brauchen einen Barsch, ganz, ganz wichtig. Das ist der Hauptproblemfisch gewesen, auch im Training. Ja, absolut. Und den versuchen wir jetzt heute zu fangen. Also Andreas, gib alles, ich gebe alles, wir geben alles. Viel Spaß beim Zusehen. Ja, hallo zum YPC Fan-Turnier. Mich in Warthose sieht man nicht so oft, wird auch nicht mehr so oft passieren, aber die Gegebenheiten setzen es voraus. Es ist schwer, habe ich gehört. Du hast schon pre-gefischt, ne? Ja, War nicht gut? kam nicht so viel raus. Ne? Habe ich von allen gehört. Super schweres Angeln. Ich muss sagen, Entschuldigung an dieser Stelle. Alles gut. Ich konnte mich nicht vorbereiten. Wir holen jetzt alles nach. Ne? Wir holen alles nach. Wir trainieren jetzt, weil ich musste arbeiten und konnte keine Sekunde trainieren. Aber wir machen es trotzdem. Ey, Vitali, aufs Boot. Ich hoffe, wir holen das. Lass loslegen. Machen wir. Los. So, es geht los, es geht ums Boot. Tim, du magst das Boot haben, oder? Genau, natürlich. Unser Plan ist heute Barsche, komme was wolle. Wir gehen natürlich wieder ein bisschen Risiko. Wir haben eigentlich ganz gute Hecht- und Zanderplätze in der Hand für den zweiten Tag. Und wir brauchen heute, wenn Möglichkeit, einen großen Barsch. Und wenn es richtig geil wird, natürlich 4. Aber Genau. so ist auf alle Fälle unser Plan. Aber ihr wisst ja alle, Pläne sind da, dass man es wieder überschmeißt, wenn es. Genau. Wir wünschen euch viel Spaß und hoffentlich natürlich auch viele Fische. Ja, Tim, hau rein. Ja, wart. Versuch so leise wie möglich zu sein am Spot. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan hiervon. Ja, solche Gewässer mag ich eigentlich mehr als mit Strömung. Echt? Ja. Deswegen alles immer am Rhein, oder was? Sieht jetzt aber schon aus, als ob hier öfter mal ein Angler ist. Guck mal, die Spuren sehen ja auch neu aus, als ob der Typ hier gerade geangelt hat, oder? Womit fängst du an? Sehr gut. Bisschen kleiner als ich. Ich fange Wird 5 schon Inch an. funktioniert. Das sind 3,5 Inch bei dir? 3? 1,5, ja. Ja. Wünscht uns Glück, hoffentlich Hat die geht letzten was. Tagen auch funktioniert. Also Ja? Ich dachte, die letzten Tage ging nichts. ich auf den gefangen, die zwei. Ja, super, ey. Die einzigen, die rausgekommen sind. Man hörte, das Pre-Fishing war für alle sehr bescheiden. Gut, dass ich nicht beim Pre-Fischen war. Erst angeln wir auf Zander, ist unsere Taktik. Dann Hecht heute in der Zone, in der wir sind. Und morgen probieren wir all in für Barsch zu gehen. Sehr ambitioniert, aber man muss ja ambitioniert sein, oder? Hier an dem Spot war ich übrigens noch nie. Das ist eine Empfehlung. Hoffentlich klappt das. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 8 Uhr, erster Wurf, YPC Fan Turnier 2022. Lass die Spiele beginnen. Go hard, go home, go home, go hard, go hard, go home, go hard, go hard, go home, go home. Viel Erfolg, Maschine. Hau was raus. Kommt sofort raus. Tim, der Brems kontrollieren nochmal. Ja. Nicht zu fest. Ich starte mit einem schweren Carolina Rig an der 21 Gramm Mustikroute, auch ein bisschen aggressiver geführt. Und dann wechsle ich das immer wieder zwischen aggressiv und langsam gekratzt. Also ich mache 2, 3 Würfe aggressiv, 2, 3 Würfe langsam gekratzt. Ist natürlich nicht so einfach, die Barsche hier aus der Deckung zu locken, weil auch gerade in den letzten Tagen die Barsche sehr, sehr inaktiv waren. Hier müssen wir schon hoffen, dass ein Barsch kommt. Also ich fische die Kante hier mal mit einem Twitchbait ab und versuche einfach so an den Barsch zu kommen. Am besten, wenn du schon nicht, klar, weißt du, so ein bisschen die Route hoch. Ja. Dann wirst du, denke ich, weniger Grad. Einfach ganz unter der Oberfläche Sagen wir. fischen, ja? Ja, ganz ruhig, ziemlich sehr flach das Ding. Also. Ja, Wenn der voll. Bock hat, kommt er auf jeden Fall. Ja, Leute, meine paar Trainingstage. Ich war auch 2 Tage mit Yannick los. Die waren echt zäh. Also wenn ich zäh sage, dann meine ich auch wirklich zäh. Bin echt mal gespannt, wie das hier ausgeht. Selbst die Polderhechte waren nicht so wirklich in Beißlaune und durch das viele Hochwasser, was wir hier hatten, war es überhaupt schwer, wirklich klare Polder zu finden. Zander geht einigermaßen, allerdings nicht in der Zone, wo wir hier heute starten.
Und ja, mit den Barschen ja, wird auch schwer. Das erste Mal jetzt hier an dem Polder oder überhaupt an dem Polder in Holland. Also mal schauen, ob wir das so hinbekommen. Ja, ich gehe hinter Marc hinterher und versuche mit dem Spinnerbait mit ein bisschen mehr Druck die Fische, die wir bisher noch nicht abgreifen konnten, dann aufzuschrecken. Naja, Aufregung ist da. Natürlich gespannt, wann der erste Fisch nur einsteigt. Aber ich bin frohen Mutes und es wird schon noch kommen. Der See ist groß und wir werden sehen, was der Tag noch bringt. Man guckt immer die YPC-Folge und real dabei zu sein ist komplett was anderes. Auf jeden Fall aufregend, sehr. Auf jeden Fall müssen wir das Boot mal gewinnen. Die Hoffnung ist da. Wir müssen jetzt ein paar Fische nur rausholen. Ne? Aber das werden wir schon tun. Ich habe ja nicht umsonst Dustin ausgewählt. So, hier vorne war jetzt gerade so eine kleine Matschwolke, was mir sagt, dass da vorne ein Hecht stand. Das hatte ich leider die Tage schon öfter gesehen, dass die wirklich ganz dicht an der Uferkante quasi liegen und sich eher verschrecken wie beißen. Deswegen bin ich jetzt ein ganzes Stück von der Uferkante weggeblieben und habe das Gebiet hier nochmal abgefächert, aber der scheint keinen Bock mehr zu haben. Noch keine Fische im Turnier. Als erstes zieht das Team Dustin und Vitali seine Konsequenzen. Ja, wir werden jetzt einen Stellenwechsel machen hier. 10 Minuten nichts gefangen und werden einfach mal 20 Meter Fluss abgehen. Mal gucken, ob da was geht. Wünscht uns Glück. Bis jetzt war es nicht so gut. Oh, ich steck fest. Ich steck wirklich fest. Oh, jetzt. Eine Stulle mehr frühstücken sollen, glaube ich, heute. So, komm, Vitali. Da hinten besser? Hä? Da hinten besser? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich hoffe natürlich schon, dass das besser ist. So, Vitali, ich warte nicht auf dich. Du beeilst dich einfach, ne? Ich Ist ja hier kein Spaß. renne einfach hinterher. Ist ja ein Wettkampf. Fahren wir jetzt an den anderen Polder. Das ist eine halbe Hier Stunde. geht nichts. Let's go. Junge, 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 Vitali. Hast du immer noch keinen Fisch gefangen jetzt? Langsam tippen, gell? Petri! Jawohl! Saugeil! Schöner Winterbarsch. Gut, gut. Ja. Bei Sonnenschein. Wir haben einen, den wir unbedingt brauchen. Natürlich waren besser 4. Aber brauchen wir erst einmal einen neuen Kühler. Vielleicht steht da nur einer da. Den ersten Fisch des YPC-Fan-Turniers fängt Herbert Ziereis. Und was für einen! 44 cm Barsch bringen 88 Punkte und Tim in die Pole Position für das Finval Rangy. Enrico ist nicht verwundert über diesen Fang. Herr Ziereis. Es war mir so klar. Typ ist schon wieder besser vorbereitet als jeder einzelne von uns wahrscheinlich. Mit seiner Armada 2 Wochen lang auf Holland-Tour. Nein, Quatsch. Also Petri Heil an der Stelle, 44er. So alte Sau. Angst habe ich noch keine. Wenn er jetzt noch 3, 4 fängt, dann habe ich Angst. Aber ja, noch habe ich keine Angst. Uns reicht, glaube ich, einer. Aber der muss erst mal kommen.
Ja, wir machen kurz einen Spotwechsel, aber laufen nur 20 Meter in die andere Richtung. Und dann geht's weiter. Herbert, 44er Barsch gefangen. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Also Glücksgefühle sind natürlich sehr groß im Moment. Ja. Wahrscheinlich auch weiter so. Ja. Also ich bin gespannt. Auf jeden Fall sehr viel Freude, dass der erste Fisch erstmal am Haken war. Und ich hoffe, bei mir wird es jetzt nicht viel länger dauern. Vitali, fang jetzt einen Fisch bitte. Ja, Vitali! Bleib da, ich komme zu dir. Guter. Guter? Ein guter. Pike. Aber ist gut, gut. Yeah, Mann. Boah, hat der eine Wunde, Alter. Hat der eine Wunde. Boah. Geil. Sehr gut, Vitali. Erster. Oh, Geht? oh der Köder ist schon abgegangen. raus. Du kleiner Teufelskerl. Geil, guter Biss. Sehr guter Biss, ja. Gut gespürt, ey. Gut, dass ich die Rute Ey, und- geschnallt hat mit Steilvorfach. Guck mal, die machen gar nichts. Die haben alles voller Ege. Hat der eine krasse Wunde, ne? Aber der ist nicht schlecht. 75? Wird er haben, ne? Ja. Yes. Habe ich mir den richtigen Mann ausgesucht bis jetzt. Anfang ist ja. So, vorne ran, du guckst. Ja, 80. Wait, über 79,5. 80 Zentimeter. Schöner Fisch, Vitali. Geil. Lass uns den schnell zurücksetzen und den nächsten fangen. Zeig mal kurz, was der für eine Wunde hat. Trotzdem hat er gefressen. Wahnsinn. Ganze Measureboard ist voller Blut. Schon eine alte Wunde. Packt ihn noch schnell zurück in den Kescher oder so und dann zurück ins Wasser. Das zweite Team mit Punkten sind Vitali und Dustin. Und diesmal ist es der Fan, der den Fisch auf die Matte bringt. 80 Zähler sind ein guter Start im Kampf um den Hauptpreis. Kurz nach dem Hecht wechseln alle 4 Teams zeitgleich ihren Angelplatz. Ach Mann, ey. Thema Abflug. Ja. What you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really about this. Don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip. Keep your hands to your lips. Don't talk about it. Real eyes, real lies all the time. Stand on it. If we said it, we don't walk around it. Loose lips, sink ships, red cup, blue strips, new phone. Who this? No, we don't allow it. Really on go, I don't know what's an off day. Now we on road, came from smoking in the hallway. Now we got shows, boys feeling like Broadway. Always look both ways, even on a crossway. Driving down Cross Bay, out town Barclays. Really on big things, came up a small way. Championship rings, baby, that's a ball game. Oh, she wants 20 Meter Abstand! Ja, wir haben eben Dustin gesehen. Er hat kurz angehalten. Aber ich glaube, er ist wieder gefahren. Vielleicht hat uns drum auch der Stinkefinger gezeigt. Faire Geste, muss man sagen, auch wenn er mir einen Stinkefinger gezeigt hat. Die Jungs haben nämlich schon einen Hecht in der Karte. Wir haben noch nichts, aber wir machen jetzt hier noch ein paar Würfe. Und dann schauen wir mal. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass er hier gleich um die Ecke stiefelt, aber so wie es aussieht, ist er doch gefahren. Der reicht uns, dann hauen wir sofort ab. Bitte? Der reicht uns, dann hauen wir sofort Der reicht, ja. ab. Nur ein 54er, das reicht schon. Enrico und Andreas versuchen also weiterhin einen großen Barsch zu fangen. Das ist Tim und Herbert bereits gelungen. Was erhoffen sich die beiden von ihrem Stellenwechsel? Ja, wir machen eben schnell einen Spotwechsel, weil wir vermuten, dass die Fische auf der anderen Seite stehen. Und weil dort halt gerade der Wind ein bisschen drauf drückt und die Sonne. Und da vermuten wir jetzt eher die Fische als da, wo wir jetzt gerade eben waren. Kescher wäre vielleicht nicht schlecht. Wobei, wenn wir keinen mitnehmen, Kein Problem. nur dann Das Anlanden. die Chance wahrscheinlich größer, dass wir einen draufkriegen. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Neuer Spot, neues Glück. Ja, eigentlich wollten wir zu einem anderen Spot, sind hier aber an einem Polder vorbeigefahren, der mir bekannt vorkam oder kommt.
Ich glaube, hier wurde ein großer Fisch mal gefangen im YPC. Machen da 3, 4 Würfe. Wenn nichts geht, hauen wir ab. Wenn was geht, haben wir Glück gehabt. So, Kollege Schnürschuh, bist du bereit? Immer. Ich erwarte hier große Hechte, deswegen nicht mal einen großen Kescher. Was angelst du? Ich weiß noch nicht. Aber ich fange mit einem Spinnerbait an, Alter. Never change a winning team. Probier sowas aus. Super. Kannst auch ein Spinnerbait haben, wenn du willst, aber mach mal ruhig was anderes. Erstmal hier das, ne? Ich fang mal an, ja? Ja. Wir fischen da an so einem Stausee, oder Stausee ist das nicht, so ein Baggersee von einer Fließgewässer nebendran. Und das ist eigentlich immer ein guter Garant für große Barsche im Winter. Jetzt haben wir leider an den guten Spot keinen Wind nicht gehabt und die Sonne war auch noch nicht da. Und im Winter ist das also mit Sicherheit kein Nachteil, nicht wenn auf den Angelplatz die Sonne scheint. Und darum haben wir uns jetzt schnell kurz entschlossen, ne, mit einem Gewaltsmarsch durch Wasser und Äste und Büsche auf die andere Seite rübergehen. Und da probieren wir es jetzt wieder eine Viertelstunde oder 20 Minuten länger nieder. Und dann möchte ich da noch mal hingehen, wo wir den ersten gefangen haben. Vielleicht fangen wir jetzt, vielleicht steht er da noch einer. Aber den geben wir jetzt einmal so eine Stunde, 1,5 Stunden Ruhe, den Platz. Und ja, so geht die Strategie weiter. Aber ob das alles gelingt, werdet ihr alle sehen. Fisch! 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 Scheiße! Da war der erste Hecht. Ah! Mir fällt gerade wirklich nichts ein. Scheiße. Ich hatte jetzt gerade meine erste Fehlattacke. Hatte den Fisch jetzt auch noch mal als Nachläufer. Und mache jetzt mal einen Köderwechsel. Allerdings bin ich gerade ein bisschen, ja, nicht ratlos, aber mal überlegen, wie ich den Fisch jetzt kriegen könnte. Ich probiere es mal hier mit dem Dankel. Aber auf jeden Fall noch interessiert. Hast du ein Chatterbait dran? Ja. Zweite Fisch. Probier mal bitte noch mal da, wo ich den hatte. Wo ich meinen Fisch gerade verloren habe. Bitte? Vorne an der Brücke? Ja. Ich dachte, da hat's was geraubt. Er wollte den auf jeden Fall haben. Ja, trotz Angsthaken nicht gehangen. Ärgerlich. Unter der Brücke werfen und dann auch da in die Ecke rein. Von der Brücke aus in die Ecke. Ja. Ich werde den Fisch jetzt nochmal anwerfen, den ich gerade verloren habe. Bringt jetzt wahrscheinlich nichts, weil der war echt lange dran. Er war bestimmt 3, 4, 5 Sekunden dran. Aber mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück, wie es mein Kameramann sagen würde. Ich habe immer Glück, sagt er. Mir hat mal einer gesagt, immer Glück ist unser Können. Und hast noch was? Warum nicht? So war das nicht abgesprochen, Vitali. Du hast schon alles verscheucht.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sollten auf Hecht angeln. Meinst du beißen die? Also wir haben schon 2 gute Hechte, 3 Hechte drauf gehabt und es wurde noch kein einziger Zander gefangen. Weißt du, was ich meine? Ja. Perch. Lost it. Es ist halt echt eigentlich zum Haare raufen. Der erste Spotwechsel hat wirklich was gebracht. 2, 3 Würfe später, ich glaube beim zweiten Wurf war es. Das war nichts. Da hing der Köder. Also der zweite Wurf war es und ich hatte sofort einen Barschbiss. Der hing kurz, aber ist dann leider ausgestiegen. Puh, das ist echt bitter. Echt bitter. Weil die Barsche, die hier kommen, sind halt meistens echt Ü40er und es ist so wichtig, diesen einen Barsch für die Karte zu haben. Optimalerweise natürlich dann auch einen großen. Und immer läuft die Zeit halt dann, ne? Das kann ja die Zeit nicht stoppen, leider. Und die Zeit läuft gegen einen, wenn man keine Fische hat. Wir haben hier so einen Anleger in so einem, ja, ich weiß es gar nicht, was es ist, ein kleiner Fluss. Und das Wasser hier ist sehr, sehr klar. Und ich hoffe einfach, dass wir hier sowohl Hecht als auch Barsch fangen können. Ah, fishing from the boat is not allowed. Ah, okay. 100 Jahre Erfahrung. Die Rüttel- und Schütteltechnik hat es schon immer gelöst. Leute, sowas hier ist überhaupt gar kein Problem. Immer schon rütteln und schütteln und dann geht's. So, wir werden jetzt bis vorne zu der Brücke machen, wo Jannik schon fast steht. Und dann laufen wir wieder zurück zum Auto und auf dem Rückweg versuchen wir nochmal den Fisch anzuangeln, der eben bei mir attackiert hat und noch 2-mal nachgelaufen ist. Ich habe jetzt nochmal einen Scanner montiert, dass er mal was anderes sieht. Und manchmal klappt das, dass die nochmal zuschnappen, wenn man die mal ein bisschen in Ruhe lässt. War jetzt nicht so viel Zeit dazwischen, vielleicht eine Viertelstunde, das ist eigentlich ein bisschen kurz, aber probieren tun wir es auf jeden Fall. Marc und Jannik haben weiterhin den Hecht im Fokus. Und nach dem Spot zu urteilen, ist das auch nach wie vor der Zielfisch für Dustin und Vitali. Vitali, Ja, hol den Kescher schnell raus, weil ich fange jetzt ein. ja, okay. Der brauchst du gleich, ne? Ja, du vielleicht auch. Eigentlich sieht gut aus, wenn der nicht so trüb wäre, weil hier ist sogar Strömung drauf. Der ist zu trüb, Alter. Das ist das Problem, ne? Ja. Wir fahren gleich weiter zu einem anderen. Das war ein Satz mit X, wa? Dustin und Vitali ziehen nach einigen erfolglosen Würfen weiter. Um ihren nächsten Polder zu erreichen, müssen Marc und Jannik mit der Fähre übersetzen. Die Wartezeit wird selbstverständlich für ein paar Würfe am Fluss genutzt. Das war der Plan. Meistens, wenn keine Kamera dabei ist, klappt. Ja, das war mal klar. Ach, komm. Das war's. Ein Köder weniger. Den lassen wir jetzt erstmal im Wasser. Ich gucke mal, dass ich ihn so abkriege. Ja, das ist immer ganz wichtig, hier in die Flunke reinzugehen. So. Ich hatte gehofft, dass es ein Barsch ist, aber
Aber ich habe schon gemerkt, dass wie er sich bewegt hat, das war definitiv kein Barsch. Schade. Weiter geht's. Ja, wir sind hier eigentlich in einem interessanten Spot. Es riecht förmlich nach Barsch, das Wetter passt, also die Sonne ist super. Nur irgendwie die Fische sind sehr, sehr zäh heute. Ich weiß nicht, Enrico fischt mit einem Twitchbait momentan. Ich probiere es mal mit Spinner. Ja, es sind schon welche unterwegs und die Zeit läuft. Ja, hoffen wir das Beste. Bleiben wir dran. What was that? That was a bite. Shit. Oh, it was following my bait, man. Man. Ah, really big one. Oh. Oh, Junge, das gibt's nicht, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ach Leute, es ist echt frustrierend und hart, weil natürlich denkt man sich, jetzt werden die Fische aktiv. Und anscheinend ist es ja auch so, ich hatte jetzt einen Biss und einen richtig großen Nachläufer. Aber irgendwie beißen die Fische nicht gut und jetzt ist halt genau die Zeit, wo ich eigentlich abhauen wollte, damit Andreas und ich Hecht angeln können. Weil wir brauchen natürlich einen Hecht auch irgendwo. Oh, es ist schlimm. One again? Ja, Mann. Untermaßiger Fisch, Aussteiger, Nachläufer, Aussteiger. Bei Enrico staut sich verständlicherweise der Frust an, während Herberts Laune kaum besser sein könnte. Weil der Tim jetzt so fleißig war, habe ich gesagt, naja, er hat gesagt, ob er jetzt wirklich den ganzen Tag den gleichen Köder fischen wird. Dann habe ich gesagt, na, wir machen jetzt einen riesen Köderwechsel. Statt den Fox Zander Pro. Wissen wir schon genau die Beschreibung, in 7,5 cm. Ersetzen wir den in ein ganz anderes Dekor und eine ganz andere Größe. Herbert, du bist so gut zu mir. Super, oder? 3 cm verbessert, ja. Jetzt macht ja doch immer mehr Spaß, einmal einen Köder zu wechseln, gell? Weil wir haben ja bloß ein paar Tausend dabei, aber... Und wenn ich das nächste Level aufsteige, kriege ich wahrscheinlich auch ein anderes Dekor. Wahrscheinlich, vielleicht. Aber ob das heute passiert, wissen wir natürlich nicht. Mir ist gerade aufgefallen, selbst wenn wir was gefangen hätten, ich habe die Scale gar nicht dabei, die liegt noch im Auto. Die hole ich jetzt mal schnell. Lure Drop-Fans, aufgepasst! Wir haben noch ein paar letzte Exemplare der Limited Sweden Edition.
Wir haben noch ein paar letzte Exemplare des Lure Drops 07. Beides sind, wie gesagt, limitierte Versionen. Also was weg ist, ist weg. Ihr könnt jetzt noch mal zuschnappen. Und für all diejenigen, die sich nach meiner Kleidung aus den Unboxings erkundigt haben, gibt es auch gute Neuigkeiten. Wir haben den Hoodie jetzt online und wir haben auch dieses T-Shirt jetzt online. Black on Black, richtig geile Qualität, dicker Stoff. Damit kann man sich auf jeden Fall am Wasser sehen lassen. Die Links zu allen 4 Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Rest der Folge und dann viel Spaß beim Shoppen. Ich angel in Hamburg auch auf Hecht, allerdings weniger vom Polder, sondern mehr so auf der Außenalster. Das ist ein bisschen anderes Angeln. Man wirft weniger, würde ich sagen. Man hat nicht so kurze Strecken. Das ist ein bisschen anders. Man sucht aktiv Futterfisch und macht nicht so viel Strecke, würde ich mal sagen. Das wird nichts von hier. Eigentlich. Ah, wunderbar. Man sieht ja auch oder man hört ja nichts von den anderen. Also das heißt ja, dass relativ wenig Fisch gefangen wird. Und wir dadurch ja immer noch mit unserem Barsch auf dem ersten sind. Das ist natürlich schön für uns oder schön für mich. Und ich hoffe, das bleibt so. Also nicht in der Hinsicht, dass wir keine Fische fangen, aber dass wir halt natürlich vorne bleiben und die ganze Sache anführen dürfen. Ich hätte natürlich schon Lust, das Boot mit nach Hause zu nehmen. Die Lust ist mehr als nachvollziehbar, doch 6 Angler werden versuchen, dies zu verhindern. Da unten steht jetzt gerade ein Hecht im Gehölz. Der wurde hier von so ein paar Blässhühnern aufgeschreckt, als ich die Blässhühner aufgeschreckt habe. Jetzt ist die Frage, wie angelt ich den jetzt am besten an? Und hat er überhaupt noch Bock zu beißen, wenn er gerade aufgeschreckt wurde? Wenn er überhaupt noch da ist. Ich sage ja, das ist er. Ah! Das ist schon wieder. Das andere hinwerfen. Schweiß weg. Oh! Immer der Kopf in die Richtung gedreht. Ah! Ich hab sowas von keinen Bock, ne? Warum sind die so zickig? So, wir sind jetzt in einer kleinen Stadt unterwegs. Sieht eigentlich super cool aus. Viele Spots. Mal gucken, ob das genauso gut klappt wie im Video. Jetzt an meinem liebsten Spot hier ging nichts bis jetzt. 4, 5 Würfe habe ich schon gemacht. Das ist oft ein schlechtes Zeichen, ne, bei Hechten. Wenn die da sind und Bock haben, knallen auch schon mal rauf. Aber mal gucken. Bastian, gib Gas, Junge. Lass anderes rumgehen, bitte. Bitte? Andere Richtung. Zurück? Ja. Ernüchternd. Ja, die Fische sind sehr inaktiv heute, wie man merkt. Deshalb angel ich auch mit Spinnerbaits. Ein bisschen Radau machen, probieren einen Reaction Strike zu bekommen. Ein Reaktionsbiss quasi. Außerdem habe ich mit Spinnerbait hier sehr gute Erfahrungen gemacht und 2 Bisse heute schon bekommen. Und deshalb vertraue ich diesem Köder. Mal gucken. Unser Ziel ist es, 4 Hechte zu fangen. Und auch wenn es jetzt schon fortgeschritten ist am Tag, glaube ich immer noch dran. Ich habe noch ein paar Spots in der Hinterhand. Vitali, Abmarsch. Außer du hast einen Spot. Du kannst auch sagen, wir gehen da und dahin. Ne? Ich komme auch gern mit dir mit. Ich gebe die Verantwortung ab quasi. Hey, hallo. Ich verlasse mich auf dich bei Hechtangeln. Ah ja, deswegen hast du den ersten Hecht gefangen. Da haben wir einen 90er gefangen, da auf der Seite. Dann hol ich gleich raus. Sehr gut.
Einen Moment bitte, ja. Würde mich freuen. Spike. Hol mal den Kescher schnell, Andreas. Oh, it's off. It's off. Oh. Ich hab's noch gesagt. Wir machen noch 3 Würfe, dann hauen wir ab. Zumindest hat der zweite Wurf einen Fisch gebracht. Kannst du mal das Measureboard holen? Das ist in meiner Tasche. Und die beißen so schlecht. Ja, das reicht schon. So groß ist er nicht. 58 wertvolle Zentimeter. Andreas. Super, Enrico. So, natürlich kommt der kleine Kerl jetzt hier zurück. Ja, Winterangelei ist gut, weil die Fische echt wirklich viel abkönnen. 58 Zentimeter. Wer weiß, wofür die gut sind am Ende. Bitte, Enrico. Dankeschön. Jetzt müssen wir noch 3 Würfe machen. Das sollten wir überlegen, ja. Die Ausdauer zahlt sich aus. Nach Aussteigern und Nachläufern bringen Enrico und Andreas als drittes Team Punkte in die Wertung. Marc und Yannick sind nun das letzte Team ohne Fisch. Sie hatten sich natürlich etwas mehr Aktivität seitens der Räuber erhofft. Es ist verrückt. Das ist jetzt, wie viel haben wir? 12:30, 8 Angler und 3 Fische. Fahr nach Holland, haben sie gesagt. Wahnsinn. Petrial, Enrico. Hast du dir auch anders vorgestellt, ne? Ja. Ich auch, um ehrlich zu sein. Lass uns zurück zum Auto, lass uns in dem breiten Teil kurz vom Auto noch 5, 6 Würfe machen, weil da hatte ich eine Attacke vor ein paar Tagen. Und dann lassen wir das bleiben im Polder halt. Mann, Vitali. Tut mir leid. Man muss mit seinen Schützlingen auch mal meckern, wenn es nicht läuft. So, mein Freund. 10 Gramm oder 5 Gramm? 5. Danke dir. Sehr gern. Jetzt wird's gefangen. Bist du optimistisch, das ist gut. Nimmst du hier einen Kescher? Muss das sein? Immer der die meisten Fische gefangen hat, muss einen Kescher nehmen. Okay. Dann bist du dran. Gleich. So, das war's jetzt für uns hier in dem Spot. Enrico, was ist dein Plan? Der Plan ist, unser Plan, nicht nur meiner, der Plan ist, wir fahren jetzt zum Hechtfischen. Deswegen, wir müssen jetzt eine Stunde fahren ungefähr. Und dann haben wir noch vielleicht 2,5 Stunden zum Hechtfischen. Sollten die Hechte da sein und halbwegs gut drauf, könnte das sogar reichen, um zumindest die eine oder andere leere Linie, die jetzt noch im Scoreboard ist, zu füllen. Sehr schön, das ist das Ziel. So machen wir es. Wir sehen uns gleich. Weiter. Weiter. Immer weiter. Run and gun. Zu Hause fische ich halt hauptsächlich auf Zander oder mehr vorwiegend auf Zander. Hecht, ja, eher so zweitrangig. Was ich viel betreibe, ist Welsangelei. Aber die zählen ja hier leider nicht. Das ist schon jetzt ein bisschen anderes Fischen. Zumal ich meistens auch nicht, so wie der Herbert, halt vorwiegend durchs Wasser marschiere. Also ich bin halt wirklich, wenn ich unterwegs bin, dann halt wirklich nur vom Ufer unterwegs. Also hier mal gezielt hier ein paar 100 Meter durchs Wasser zu laufen, das ist Neuland eigentlich für mich. Genau, also wie gesagt, wir haben einen Fluss mit der Einmündung und haben einen Baggersee. Wir haben noch 3 Stunden Zeit.
Sollen wir wieder eine Münze werfen? Oder wo willst du denn hin? Was sagt denn dein... Strömt denn der Fluss? Ja. Das hängt jetzt einfach davon ab, wie die Chancen am Baggersee sind. Chancen am Baggersee sehe ich ein Fisch. Barsch wird schwierig, auch morgen. Also Barsch wird definitiv ein schwieriger Fisch. Zander gegen mal morgen. Aber Barsch kann da halt auch mitkommen, wo wir jetzt hinfahren, wenn man das in den Fluss fahren würden. Also wenn ich es zu entscheiden hätte, wenn ich alleine wäre, würde ich glaube ich würde... Oh, das ist schwierig. Ich würde glaube ich am Fluss fahren. Fahren wir Fluss. Ja. Ich glaube, ich würde den Fluss fahren. Die Spotwahl ist beim Angeln oft nicht einfach und die Tatsache, dass es um ein 43.000 € teures Boot geht, macht die Entscheidungsfindung sicher nicht leichter. Angeln kann schon hart anstrengend sein. Das denn? Es ist noch zu früh. Komm, wir gehen zurück. Ich warte auf dich. Mein Rücken. Komm jetzt, Vitali. Es ist noch zu früh, um zu entspannen. Ja. Sonst musst du dein Boot abgeben, das weißt du ja, ne? Wenn wir keins gewinnen, dann gibst du deins altes ab. Kein Problem. Für Ja? 40.000. Gestern war es noch 35. Okay, 35. Dann aber Cash. Ja. Sind ein paar Meldungen reingekommen oder nicht? Nee. Ich habe Angst reinzugucken. Nee, ist nichts reingekommen. Das ist schon mal gut. Wahnsinn, ey. Ja, Hast du trotzdem- sowas schon mal erlebt, ey? 8 Angler in Holland, 3 Fische. Also das ist mein erster Turnier. Und sowas erlebe ich zum ersten Mal. Was ist das für ein Knoten? Das ist wie ich sonst immer dran eine Knote. Ja, du. Ja. Mit den fischen wir gar nicht. Gottes Willen. Gottes Willen. Die Burm. Die Burm. Fischverlust können wir gar nicht brauchen. So. Besser. Vom Pech verfolgt, Herbert hier. Warum? Weil ich schon da hänge. Schmarrn. Und gelöst. Jedes Team hat angefangen, außer wir bisher. Deswegen habe ich mich jetzt, oder wir uns entschieden, nach langer Diskussion doch an den Fluss zu fahren. Ich denke, durch die Strömung haben wir hier eher eine Chance auf einen aktiven Fisch. Und der kommt von der Elbe, er ist Flussangeln gewöhnt. Der fängt jetzt einen dicken Sander. Wollen wir es hoffen. Die Theorie kann ich euch mal kurz erklären. Ob ein Fisch kommt, weiß ich gerade echt nicht. Wir sind ein bisschen am Verzweifeln, aber wir fischen jetzt eben hier so eine, hier rechts geht ein Kanal weg, hier fließt ein Fluss entlang, fischen jetzt hier die Strömungskante. Hatten hier auch im Training tatsächlich Zander. Ist eigentlich auch ein bekannter Spot, hier ist immer entweder in einem Kanal oder hier vorne ist immer Fisch. Chicken jetzt quasi die Strömungskante ab mit Gummifischen. Ich werde jetzt gleich nochmal einen Dropshot montieren, habe jetzt aber erstmal ein bisschen schwereren Bleikopf drauf gemacht, weil ich wirklich draußen in der Strömung jetzt mal gucken will, ob da nicht vielleicht ein Fisch steht, der fressen möchte. Habe jetzt hier eine 240er Rute von Ilex, die aus der Nightshadow Serie, die Darksiders. Das ist so meine Flussroute, mit der ich unterwegs bin. Ist eine schöne leichte Route und vor allem lädt die sich unheimlich gut auf und man kann unheimlich weit damit feuern. Also wir haben noch 2 Stunden Zeit. Es sind 3 Fische gefangen worden jetzt in 6 Stunden Angeln von 4 Teams, also von 8 Anglern. Also es liegt nicht unbedingt an uns, wobei wir die einzigen 2 sind ohne Fisch. Aber es läuft halt echt schlecht anscheinend, egal wo. Wir geben nicht auf. Wir wollen noch 1, 2 Fische kriegen. Und ich denke, hier am Fluss stehen die Chancen ganz gut, dass da noch 1 oder 2 Fische kommen.
Kescher rein, schnell, 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 schnell. Der hängt nur ganz knapp, schneller, schneller, Vitali, schneller. Ja. Oh, der ist klein, aber ist egal, das ist unser. Okay, okay Vitali. Sehr gut. Fisch da ein bisschen weiter schnell, ich mach das hier. Hat lange gedauert, wirklich, hat echt lange gedauert. Aber unser Fisch ist da, Gott sei Dank. Nachdem ich jetzt 3 oder 4 Stück verloren habe, 3 Stück, war es auch mal Zeit, ey, dass hier mal einer hängen bleibt. Hängt auch wieder sauknapp. Ohne Angsthaken hätte ich ihn wieder nicht bekommen. Da, ich messe erstmal ganz schnell. 61, kein großer, aber wichtiger Fisch für uns heute. Mace Runner lässt einen selten im Stich, habe ich schon mal gesagt. Der darf zurück. Ups. Sehr gut. Wie viel hat er? 61. Besser als nichts. Besser als nichts, hast du recht. Top, Dustin. Jetzt bin ich wieder dran, oder? Ja. Wir haben einen neuen Tabellenführer. Nach Vitali kann auch Dustin einen Hecht in die Wertung bringen und so ist Vitali nun in der zwischenzeitlichen Pole Position um das Finval Rangy. Herbert und Tim fallen auf Platz 2 zurück, doch der Ärger hält sich in Grenzen. Dustin, Petri Heil. Aber der 61er, der macht uns jetzt nicht nervös. Naja, Anspannung geht. Wie gesagt, das ist immer noch Tag 1. Die Fänge halten sich relativ in Grenzen. Ja, ja, Führungswechsel okay. Aber auch mehr oder weniger ja, nur knapp mit einem Hecht, mit einem 61er Hecht. Also Petri, Dustin. Ja, lasst die Großen für uns morgen. Und ansonsten, ich denke mal, also gefallen ist jetzt noch nichts. Die Entscheidung fällt ja wirklich erst morgen und morgen wird es ja noch viel interessanter, weil morgen ja die Ergebnisse auch nicht geteilt werden. Da ist natürlich die Spannung und die Anspannung natürlich viel, viel höher als heute. Ein Hecht ist noch kein Weltuntergang. Der größere Weltuntergang ist, dass man hier keinen Fisch fangen. Der hat mehr Spaß als wir momentan. So Leute, angekommen am nächsten Spot und dann wahrscheinlich auch am letzten Spot für heute. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt, zumindest was die Hechte angeht, noch ein bisschen die Karte verbessern können. Wie man bis jetzt gesehen hat, sind auch wohl die anderen nicht unbedingt super zufrieden. Jetzt hänge ich hier mit meinem Drilling drin, natürlich. Andreas, bist du soweit? Ich bin soweit. Das ist gut, ich noch nicht. Jetzt gilt's. Also 1, 2 Hechte wären schön. 1, 2 Hechte wären fantastisch, muss ich dir sagen. Warm, ne? Fisch! Vitali! Nein! Fuck! Ach du Scheiße, hast du die Welle gesehen? Ja. Oh, der war groß. Da sagt mal einer, ich bin vom Glück verfolgt. Er will bestimmt nicht normal. Ja, oh, weg ist er. Siehst du die Welle? Der steht immer noch da drunter, ne? Wahrscheinlich. Ja, Kescher. Ein kleiner, aber es ist ein Fisch. Kescher, schnell, 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 Vitali. Rein, 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 rein. Yes! Yes, Mann! Geil. Oh, wichtig. Der ist geil. Oh, wie viel habe ich verloren jetzt, ey. Kein Riese, aber wunderschön gefärbt. Wichtig heute, wichtig. Über 71,5, siehst du? 72. 72er. Und auf dem Mace Runner. Und ich sage euch eins, das war nicht der Fisch, den ich eben drauf hatte. Hier steht also noch einer. Ich habe es mir gedacht, dass wenn die Fische so inaktiv sind, dass der Köder einfach liefert, weil man Reaktionsbisse provoziert. Ich bin sehr, sehr happy, dass ich dem treu geblieben bin. Weil ich meine, 2 Fische über den ganzen Tag ist natürlich nicht viel. Aber wenn man mal vergleicht, wie es heute läuft, ich hatte noch 2 Aussteiger
Sagt der Maze Runner lässt einen selten im Stich. Super happy. So, Vitali, einen noch, dann haben wir unser Tagesziel erfüllt, aber allerdings haben wir auch nur noch eine halbe Stunde zu angeln. Nicht mal, glaube ich, ne? Das Beste kommt zum Schluss, kommt gleich. Glaubst du? Meterhecht. Meterhecht? Das wäre geil. Das Beste kommt zum Schluss, sag ich schon. Würde ich dir gönnen. Danke. Mein PB wird das sein. Ist okay. Das macht ja nichts. Ne? Solange der Dafte nicht mehrere Fischarten fängt, haben wir da kein Problem. Nicht. Der konnte eine 4 Hecht schon fangen. Wir haben den einzigen Barsch. Ansonsten kamen jetzt bisher nur Hechte. Zander hat auch noch niemand. Das ist auch kurios. Und mal sehen, ob der Marc noch was bringt am heutigen Tage. Oder er legt morgen los. Vom letzten Platz zum allerletzten Platz. Jetzt auch noch einen Spotwechsel gemacht und hier hoffe ich jetzt noch einen Barsch oder einen Zander zu kriegen. Also dass wir hier noch einen Barsch und einen Zander kriegen. Die andere Route noch vergessen. Die letzte halbe Stunde beginnt von dem relativ harten Tag heute. Ich versuche es hier nochmal auf Zander und Marc da drüben auf Barsch. Mal gucken, ob vielleicht noch so ein Lucky Shock zum Schluss kommt. Ja, mal schauen. Tja, irgendwie müssen wir jetzt gucken, dass wir zumindest einen Biss kriegen. Ich mache jetzt noch mal einen schwereren Kopf drauf, um noch ein bisschen weiter rauszukommen. Und auch die Absinkphase ein bisschen zackiger zu gestalten. Mit 15 Gramm. Ich habe bis jetzt 10 Gramm geangelt. Probiere jetzt 15 Gramm. Ich bleibe auch bei Purple Rave, weil das hier definitiv die Farbe war, die am meisten Fische gebracht hat. Also im Training auch. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie langsam aber sicher klappt, weil so allzu viel Zeit bleibt uns halt nicht mehr. 40 Minuten. Andreas, wir geben Gas, oder? Wir geben Gas, oder? Wir geben Gas. Sehr gut. Also habt ihr gehört, Andreas und ich geben weiter Gas. Ein Fisch wäre echt wirklich noch gut. Einen Fisch will Enrico noch und Dustin hat genau dasselbe im Sinn. So, einen Fisch brauchen wir noch, um unser Tagesziel zu erreichen von 4 Hechten. Die Chance hatten wir auf jeden Fall. Es kann bitter sein am Ende, weil der eine war echt ein schöner, der andere war okay, war so ein Mit-60er. Aber es wären unsere 4 Hechte gewesen und da hätten wir uns morgen total und komplett auf Barsch und Zander konzentrieren können. Ja, ich würde sagen, Fisch! Vitali! Das war nicht die optimale Landung, aber ein Fisch und ob der Maß hat, weiß ich nicht. Maßband? 56 cm. Kein Monster, aber nehme ich gerne. Schon mal 4 Hechte voll. Weiter geht's, wir haben noch ein bisschen, ich beeile mich. Tschüss, großer oder kleiner. Vitali? Geil. Weiter geht's. Top. Jetzt marschieren sie in der Tabelle davon. Auch wenn die Hechte gefühlt immer kleiner werden, Dustin und Vitali haben nun doppelt so viele Fische in der Wertung wie alle anderen Teams zusammen. Die Taktik, voll auf Hecht zu setzen, hat sich bis hierhin voll ausgezahlt. Das Team muss nun allerdings mit dem Fischen aussetzen, denn an der Schnur rausheben ist im YPC nicht zulässig. Ja, habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ich bin natürlich so doof und heb den jetzt raus. Dumm, einfach nur. Habe ich einfach nicht dran gedacht im Eifer des Gefechts. Sorry dafür, war nicht mit Absicht, auch an die Zuschauer, ne? Nehmt es mir nicht übel. 10 Minuten Scheidstrafe. Dann haben wir noch 5 Minuten und sagen wir 6, 7 Minuten danach zum Angeln. War natürlich doof jetzt. Naja, so ist es. Du kannst auch mal in die Kamera kommen. Du stellst dich immer dahin, der will immer im Abseits stehen. Musst du auch mal ein bisschen. Nee, alles gut. Der hat aus dem Reflex auch einfach einen Hecht rausgeholt. Und ich verzeih dir. Okay, habe ich auch noch mal Glück gehabt. Hol mal deine Heimwaffe raus jetzt, Herbert. Die hängt schon lange am Haken. Go hard or go home.
Go hard, go hard, or go home, go home. Go hard, go hard, or go home, go home. Go hard, or go home. Touchdown like the end zone. When the circle turn to my home, can't get me out of my zone. Go hard, or go home, go hard, or go home. Yeah, need some championship rings on my hands now. In my head I'm top 10, yeah, that's hands down. You a squad, now you're looking man down. Funny how foes turn to friends now. Drive a race car like a Atari now. Call Dylan up, I need product again. Treat the business like a playground, might slide on you. Do me wrong, might fly on you. Do a backflip, cause I'm mad rich. I'm the definition of what that is. Go hard, or go home. Go hard, or go home. Renn mal noch mal zur Ecke, bitte. Schneller. Oder? Aber schnell. Ja, muss alle guten Spots noch mal mitnehmen. Can't get me out of my zone. Go hard, or go home. Go hard, or go home. Vitali, komm, vorbei. So, das war der letzte Wurf vom Fan-Turnier am ersten Tag. Ultra zäh. Ich bin super happy, dass mir der Maze Runner wenigstens ein paar Fische beschert hat. Ich glaube, Vitali hat auf dem Fat Swim Impact, auf dem kleinen, auch einen richtig schönen 80er gefangen. 4 Fische, unser Minimalziel erreicht. Aber ich warte mal, bis Vitali wieder hier ist. Und dann erzähle ich noch ein bisschen mehr. Oder er hoffentlich. Ja, 0 Fische. Wahnsinn, Mann. Wahnsinn. Also wenn ich sagen würde, ich bin nicht enttäuscht, würde ich lügen. Warum tut es mir leid für Yannick, Mann? Ja, das war's für heute leider. Andreas, ich wünschte, es wäre anders gelaufen. Wir haben alles versucht. Wir haben alles versucht, das stimmt schon. Die Fische haben nicht mitgespielt, ne? Allerdings, sowas geht mir immer schwer ab. Das hat mir ein bisschen jetzt die Laune verdorben, muss ich sagen. Also ich meine, am Ende ist es Angeln und ne, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Ja. Vielleicht ein bisschen viel Pech gehabt heute mit den vielen verlorenen, beziehungsweise mit dem verlorenen Barsch. Dann sähe das schon ganz anders aus für uns. Hätten wir den Barsch in die Wertung bringen können oder zumindest erstmal in Kescher. Aber leider ist es halt manchmal so. Trotzdem sehr gut mitgezogen, Vollgas durchgezogen, finde ich sehr gut. Und ich hoffe, dass wir morgen zumindest die Zander, so wie wir das geplant hatten und so wie es auch im Training funktioniert hat, irgendwie in das Scoreboard kriegen. Allerdings überlege ich mir auch noch mal was für morgen früh, weil so ganz habe ich den Barsch noch nicht aufgegeben. Wäre wichtig, ja. Der fällt einfach, ja. Genau. Es wird hart, ja. Ich denke, die Bedingungen sind morgen ähnlich wie heute. Ja, natürlich. Ja. Trotzdem, wir geben nicht auf, geben noch mal alles. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Tag 2 vom YPC Fan 2022. Bis dann. Kann nur besser werden. Ja, morgen kann es wirklich nur besser werden, ja. Und Leute, die nichts mehr zu verlieren haben, die werden gefährlich. Scheiße. Oh. Müssen wir durch. Dein erster Angeltrip in Holland. Scheiße. Ja, lass uns zurückfahren, komm. An die anderen gut gemacht, die hat wenigstens Fische gefangen. Dustin hat ganz gut vorgelegt. Aber ist eigentlich noch alles drin. Morgen einen richtig guten Tag. Und dann kann das was werden. Alles noch drin. Alles noch drin. Alles noch heute drin. verloren, morgen gewonnen. Wir haben gar nichts verloren. Wir haben einen Barsch. Genau. Und das ist jetzt die Fischart, wo keiner andere nicht gefangen hat. Zander hat auch keiner gefangen. Also ist noch alles offen. Ja, ist noch alles offen. Weil wir haben einen guten Zanderplatz. Nicht bloß einen. Genau. 3 gute Zanderplätze, also fangen wir überall in einen. Und einen Hecht fangen wir ja sowieso. Und den Hecht fangen wir sowieso, genau. Dustin, zieh dich warm an. Wir sehen uns morgen. Vitali, dabei. Ich komme ja schon. War ein anstrengender Tag, ne? War anstrengend, ja. Hat aber trotzdem Spaß gemacht.
Ja, und wir haben unser Minimalziel erreicht. Ziel ist erreicht, könnten größer sein, aber... Du hast den größten gefangen, 80er. Ich glaube, bis jetzt ist noch die Führung. Aber morgen ist eigentlich, wo ich dachte, ey, das ist die bessere Zone. Aber da ist heute nur ein Fisch rausgekommen, 44er Barsch. Und da drüben hat Marc geangelt und Herbert, also zwei wirklich starke Angler. Da ist nicht viel gekommen, ja. Bei uns, aber gut, in unserer Zone vom anderen Team eigentlich auch nur ein Fisch, ne? Der 58er Hecht. Da haben wir schon mit den 4 Hechten ganz gut uns ein Polster angelegt. Aber ich glaube zu wissen, dass Herbert diesen Spot hier auch gerne fischt. Und bin mir auch ziemlich sicher, dass der sich morgen ein paar Hechte hier rauszimmern wird. Aber egal, wenn es morgen läuft wie heute, haben wir schon 4 Fische. Wir müssen nur noch Stellung halten. Ne? Ja. Okay, weiter geht's. Top, das sind. Danke fürs Zuschauen und lasst ein Like da, Comment, abonnieren. Ihr wisst ja, wie es ist. Und bis zum nächsten Werktattag. Also ich glaube, nächsten Freitag müsste es sein oder Sonntag. Ich weiß es nicht, irgendwann. Aber jedenfalls schaltet ein und drückt uns die Daumen. Dustins Abmoderation ist nicht viel hinzuzufügen. Es wird der kommende Sonntag sein, an dem ihr erfahrt, ob der zweite Turniertag fischreicher ausfällt und welcher YPC-Fan mit dem wohl größten Zuschauerpreises nach Hause geht, den es zumindest in Europa je im Angelbereich zu gewinnen gab. Dem traumhaften Angelboot 510 Rangy SC von Finnwal. Eins können wir versprechen: Es gibt große Fische und es wird verdammt spannend. Ciao.